Wenn ich Eis mache und ich sehe die Kinder unser Eis essen mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht, dann geht mein Herz auf. Die Qualität. Das Eis ist sehr gut. Das Eis ist einfach sehr gut. Ich bin Matze, bin 42 Jahre alt, komme aus Berlin und arbeite seit 10 Jahren bei Vanille Marille. Ich bin eigentlich gelernter Koch, hatte aber die Schnauze voll von den Arbeitszeiten am Wochenende und dann habe ich mich in eine Eisküche beworben vor 10 Jahren. So, jetzt machen wir Milch rein in den Pasteurisierer. Ich habe selber 2 Kinder und die essen nur unser Eis und anderes Eis gibt es bei uns zu Hause nicht. Es gibt nur Eis von Vanille Marille, da weiß ich, das ist alles Handwerk, keine Chemie und alles mit viel, viel Liebe. So, Milch ist drin, jetzt müssen wir alles pasteurisieren, damit die ganzen Keime absterben. Jetzt Temperaturcheck. Wir brauchen nämlich 85 Grad. Ist schon eingestellt. Los geht's. Ich habe jetzt die Milch hinzugefügt in den Pasteurisierer. Die Milch wird jetzt erhitzt bis 85 Grad, damit alle Keime absterben. Das nennt man Pasteurisieren. Sicher ist sicher, ne? Deswegen alle Keime sollen tot sein.
So, wir haben 32 Grad, dann können wir loslegen. So nix. So, zuerst Zucker. Dann Magermilchpulver. Dann brauchen wir noch Dextrose. Und zu guter Schluss Johannesbrotmehl. Mehl. Und warten, bis wir 50 Grad erreicht haben. Also ich koche zu Hause auch sehr gerne und ich mache Eis aus Leidenschaft. Ja, es macht mir sehr viel Spaß, weil für mich ist es das gleiche wie warme Gerichte, nur halt kalte Speisen. Ne? Fast das gleiche, nur Eis halt. Und ich esse sehr viel Eis. Die Handschuhe. Fang gleich an. Stell den Wagen einfach rein. Dann Ja. fangen wir an, ja? Ja, und gleich bald demnächst können wir den Marzipan reinschmeißen. Lecker, lecker, lecker. Immer schön. Pass auf, Jakob, ist sehr heiß, ja? Hast du da drin? Ja. So. Passiert. Schon so viel Marzipan gelegt? Bisschen grün. Oder machst du? Ja.
werden wir die Mega-Turbo-Mixer anstellen. Und warum ist das wichtig, dass das bis 95 Grad wird? Damit sich das Marzipan auflöst und auch damit die Milch pasteurisiert wird. Jakob heiß, ja? Müssen wir warten, bis 90 Grad erreicht sind und dann machen wir die restliche Milch und Sahne rein. bereite mir jetzt meine Sahne und meine Milch schon mal vor, die ich gleich hinzufügen werde, wenn die Temperatur erreicht ist. So. 5 Grad brauchen wir noch, dann können wir loslegen. Jetzt so 88 Grad. So. Jetzt kommt die restliche Milch hinzu für den Geschmack.
warten. So. Dieser Schaum, Ja, was jetzt bedeutet, das ist der Luftaufschlag von den Mixern. Desto schneller den Mixer drehen, desto mehr Luftaufschlag bekommt das Eis und dann entsteht dieser Schaum. Ist so wie wenn du Latte Macchiato trinkst, der Milchschaum. Also ist nichts Dramatisches. Gut, können wir loslegen. Alles, was sie noch braucht, ist die Eistrommel. Die ist auch sehr schwer. Und natürlich müssen wir die Maschine noch desinfizieren. Das ist ganz wichtig. Und danach wird ein bisschen mit Wasser durchgespült. Und dann drehen, rühren. Dann holen wir das ganze Wasser raus mit der Desinfektion. Und danach wird immer alles durchgespült mit Wasser. Nun wäre unsere Maschine einsatzbereit. So. So. Und dann brauchen wir noch einen Spachtel wieder. Luke auf. Und Eismix rein. Alles zu. Schön auskratzen natürlich. Und los.
So. Ja. Unsere selbstgemachte Sauerkirschmarmelade. Macht ihr die mal wöchentlich? Die machen wir wöchentlich, ja. Oder auch, manchmal machen wir auch 2 Tage nur Kirsche, dann 2 Tage Blueberry, sodass es fürs Eis reicht, weil wir machen hier große Mengen. Da brauchen wir immer viel Vorrat. Und man schmeckt es auf jeden Fall, dass alles selbst gemacht ist. Von den Keksen bis zur Marmelade, von den Brownies, alles. Das gleich nochmal. Dann geht's los mit unserem Sommermarzipan. Und los geht's. So. Jetzt kommt die selbstgemachte Kirschmarmelade. Dann wird alles nochmal mit Eis aufgefüllt. Dann Marzipan. So, jetzt kommt wieder Marmelade als Topping oben drauf. Und dann wird alles nochmal schön gemixt. Qualitätskontrolle, ob es geschmeckt. Lecker.
Folie drauf, damit sich keine Eiskristalle bilden. So. So, eine Stunde warten und dann ist es fertig. So, dann brauchen wir unseren Cheesecake-Mix, unsere Kekse und unsere selbstgemachte Marmelade. An unserem großen Kühlschrank. Ach, da ist er ja schon. Den Mix haben wir gestern vorbereitet. Eismix. Dann brauchen wir eine Marmelade. Blueberry. Und zu guter Schluss brauchen wir Kekse. Die haben wir auch schon vorgebacken. Unsere leckeren selbstgemachten Kekse. Und unsere selbstgemachte Blueberry-Marmelade. Gehen wir zur Eismaschine. Zur Eismaschine. Das Wichtigste haben wir vergessen, wir brauchen noch eine Spachtel. Eine Eisspachtel. Zum Eisdrehen für die Marmorierung. So, Klappe auf. Unser leckerer Cheesecake-Mix. Unser Cheesecake-Mix besteht aus Milch, Sahne und Frischkäse. Und ab in die Maschine damit. So, der Eismix ist drin. Jetzt können wir die Maschine starten. Wenn ich Eis mache und ich sehe die Kinder unser Eis essen mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht, dann geht mein Herz auf. Das ist für mich die größte Motivation überhaupt, die Kinder glücklich zu machen mit gutem, sehr leckerem Eis. Schon mal ein bisschen einstreichen, die Schalen. Eis ist fertig und los geht's. Unsere Frischkäsemasse. Nun kommt das Topping. Wir füllen alles mit Marmelade auf. Schön viel natürlich.
Topping. So, fast fertig, aber jetzt kommt die Königsdisziplin, das Drehen. Damit ich das Eis, die Kekse und die Marmelade schön gleichmäßig im Eis verteilen. Wie ihr seht, schmilzt auch alles ziemlich schnell, also muss man schnell arbeiten. Zu guter Schluss kommt das Eis in den Schockfroster. Noch Folie drauf. So, Folie ist drauf und dann ab in den Schockfroster bei minus 40 Grad, damit es schön fest und durchzieht. Es ist sehr kalt hier drin. So. Circa eine Stunde warten, dann ist es fertig. Gleich kommt die nächste Sorte, also müssen wir die Maschine einmal reinigen und abtauen. Das machen wir jetzt. Dann kommt die nächste Sorte. Hier haben wir Zucker, Kakao, hochklassige Schokolade, Magermilchpulver, Dextrose und zum Schluss noch Bindemittel. So, zuerst starten wir mit dem Zucker. Da kommt Kakao. Eine kleine Sauerei. Nochmal Kakao. Dann brauchen wir einen Spachtel. So, nun heißt warten. So, jetzt kommt Magermilchpulver.
Und jetzt kommt die Dextrose mit dem restlichen Kakao und dem restlichen Zucker. Dextrose und der zusätzliche Kakao. Der Kakao ist für den Geschmack und die Dextrose ist der Traubenzucker, ist für die Süße, damit er ein bisschen intensiver süß schmeckt, weil Kinder mögen es gerne süß, also machen wir es ein bisschen süßer. Jetzt fehlt nur noch die Schokolade, die kommt auch bald rein. So, dann machen wir jetzt die Schokolade rein. Los geht's. So, und der nächste Eimer. Noch mehr Schokolade. Zum Schluss unser Bindemittel. Das ist Magermilchpulver, das löst sich immer sehr schwer auf. Gut. Jetzt. So, und zuerst die Sahne. So, zum guten Schluss kommt die Milch. So. Gut, dann heißt es halbe Stunde warten und dann können wir an die Eismaschine. Ja, du hast gesagt, die Schokolade ist was ganz Besonderes. Warum ist die so besonders? Also unsere Schokolade kommt aus Venezuela. Man hat einen Kakaoanteil von 73% und die macht die so extrem lecker. Also müsst probieren, Leute. Das ist auch Schokolade. Schokoladenstreusel, Splitter sagen wir dazu. Und die kommen auch noch in die Eismaschine, damit ihr noch mehr Schokolade im Schokoladeneis habt. So, Eimerchen. Und dann geht's ans Abzapfen. So, dann brauchen wir den Spachtel. Dann brauchen wir unsere schöne knackige Schokolade. Die kommt zuerst in die Maschine rein. Und dann kommt der Eismix. 14 Liter pure Schokolade.
Dann Klappe zu und einfrieren. In ca. 5 Minuten ist unser Eis fertig. Fertig. So, jetzt kommt die schöne Schokolade. So schokoladig. Rest. Gut, und das Ganze kommt dann wieder in den Schockfroster. Wie viel Mal passiert das jetzt noch? Das? Ja. 2, 4, 6, 8, 11 Mal. 11 Durchgänge. Ergeben ungefähr 30 große Schalen. Mit dem Hochsommer haben wir einen Durchlauf, da machen wir so viel Eis von einer Sorte. Wie viele Läden habt ihr eigentlich? Wir haben jetzt 9 Läden in Berlin. Und der allerneueste ist gerade in der Günzelstraße. Wurde im Juli eröffnet. Gut. Morgen, Matze. Falk. Cheesecake und Sommermarzipan sind in der TK zum Abholen bereit. Ah, okay, super. Dann packe ich jetzt die Kisten und fahre dann los. Genau, ne? mach das. Gut, na dann, dann bis später, ja? Bis später. Ciao. Ja, tschüss. So, schön warm anziehen. Sind zwar hier 25 Grad plus, aber drin sind es minus 20 Grad. Schapka und Handschuhe. Das brauchen wir, wenn wir jetzt da reingehen. So, jetzt geht's in unser Allerheiligstes, die Tiefkühlkammer. Schlüssel drauf. So. Und wie viele Sorten habt ihr eigentlich insgesamt? Wir haben immer im Sortiment, also immer im Verkauf haben wir 20 Sorten, aber das wechselt dann so über die Saison. Also im Frühjahr und im Herbst wollen die Leute eher so Sorten, die wärmend sind. Ich sag mal mit höherem Fettanteil, da kommen eher die Nusssorten, die Schokoladensorten ins Sortiment und dann später im Hochsommer, dann haben wir verstärkt auch tropische Sorten oder auch mehr Sorbets, Fruchtsorbets. Und wie viele Sorten habt ihr so insgesamt bisher produziert?
Also wenn ich mir mein Rezeptbuch angucke, habe ich da bestimmt weit über 120 Sorten drin stehen. Aber klar, man kann sie eben nicht alle zur selben Zeit anbieten. Und die Lieblingssorte von dir? Naja, schwer zu sagen. Hängt auch von Lust und Laune ab, aber ich sage immer Schokolade. Schokolade geht irgendwie zu allem. Also Schokolade passt zu Frucht, Schokolade passt zu Nuss, Schokolade passt eigentlich zu jedem, was man gerne mag. Also daher, das würde ich immer sagen. Ja. Zumal die bei uns auch eben, wie gesagt, sehr lecker ist. Ist eben wirklich eine gute Schokolade aus Venezuela. Da ist keine Kinderarbeit aus Afrika dahinter, sondern wir kennen den Betrieb. Das ist also wirklich ein Familienbetrieb. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen? Naja, das ist, glaube ich, wie bei den meisten, die in dieser Branche tätig sind, bin ich Quereinsteiger. Ich habe also früher in der Erwachsenenbildung gearbeitet und hatte aber selber schon immer sehr gerne Eis gegessen und hatte auch irgendwie Lust auf was Eigenständiges, auf was selber zu machen. Und ja, und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, als ich auf meinem Zuhauseweg mal einen freien, netten Laden hier im Kiez entdeckt hatte. Und dann ist daraus irgendwie die Idee konkreter geworden. Ja, und dann nahm alles seinen Lauf vor 16 Jahren. Und muss man dafür eine Ausbildung machen? Also eigentlich ist Eisherstellung Teil der Konditorenausbildung, wird dort aber auch eher peripher behandelt. Also es gibt den Ausbildungsberuf des Eisherstellers und ich bin sogar befähigt, Leute auszubilden, denn ich bin auch IHK-geprüfter Speiseeishersteller. Das gibt es also tatsächlich. Und ansonsten gibt es auch andere Möglichkeiten, sich in dem Bereich fortzubilden. Also es gibt, glaube ich, in Italien so eine Gelato University und ja, und sonst ist es natürlich wie bei den meisten Learning by Doing. So, jetzt fahren wir zu meinem allerersten Laden. Dort, wo alles begonnen hat, vor 16 Jahren. Der Laden hat 24 Quadratmeter im vorderen Raum, haben wir verkauft und in dem hinteren Raum auf 12 Quadratmeter produziert. Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Auch. Aber irgendwie ging es ein Jahr lang. Dann konnten wir uns schon erweitern mit einer neuen Produktionsfläche im zweiten Hof. Und seit wann gibt es euch? 2009 habe ich hier in der Hagelberger den allerersten Laden aufgemacht. So, jetzt werden die Tiefkühlschränke bestückt, bevor die Verkäufer dann gleich in den Laden kommen. So viel fehlt ja hier nicht. Gestern war schlechtes Wetter, also brauchen wir gar nicht so viel auffüllen hier heute. Na tatsächlich, also unsere Hauptsaison geht immer so von Mitte April bis Mitte September, aber die längsten Schlangen sind so im April, Mai, Juni. Da sind die Leute noch bereit, lange Schlangen zu stehen. Später lässt dann so das so ein bisschen wenn der erste Eishunger gestillt ist, dann lässt das auch irgendwann ein bisschen nach. Und jetzt zum Schulanfang, da passiert noch mal ein bisschen was, aber schon in 2 Wochen dann, wenn dann auch die Tage kürzer werden und es grauer wird, dann endet die Eissaison dann doch ziemlich zügig. Dann machen auch schon andere oder die ersten anderen Eisdielen auch zu.
In welcher Zeit macht ihr zu? Kommt so ein bisschen auf den Laden drauf an. Also wir haben mindestens bis Mitte Oktober geöffnet. Manche Läden lassen wir dann auch noch ein bisschen länger auf. Und aber andere, ja, da schauen wir dann, je nachdem wie das Wetter ist und wie viel noch Eis verkauft wird. So, das ist der Cheesecake. Paulina, hallo. Hi. Gut, ich hab den Tiefkühlschrank bestückt und jetzt kannst du loslegen. Alles Ne? klar. Also, mach's Ciao. gut, tschüss. Und was ist das Besondere, was du sagen würdest, was euer Eis ausmacht? Die Qualität. Klar, das behauptet jeder von sich, ja. Aber wir sind halt wirklich welche, die eben keine Fertigmischung aufschneiden. Ja. Also wo handwerklich draufsteht, ist noch lange nicht unbedingt handwerklich drin. Das heißt, das reicht schon, wenn ich eine fertig aromatisierte, ich sag mal Dr. Oetker-Mischung aufschneide und dann anrühre und das dann als handwerkliches Eis verkaufe. Sowas gibt es bei uns nicht. Also wir machen ja bei uns tatsächlich alles selbst. Das fängt also damit an, dass wir die Brownies backen, dass wir die Cookies backen, dass wir die Vanilleschoten selber auskratzen, dass wir unsere Marmeladen selber einkochen. Also Marmeladen, das heißt die Früchte selber einkochen, die wir auch bei uns verwenden. Da sind keine fertigen Variegatos verwendet. Das heißt, das, was wir machen, wir haben einerseits die Klassiker, die aber auf einem sehr hohen Niveau. Also bei Schokolade ist eben auch wirklich gute Schokolade drin. Und dann haben wir natürlich auch so ein paar ausgefallenere Sorten. Ja. Das war damals noch ein Novum, würde ich sagen, vor 16 Jahren. Heute gehört es schon fast zum Standard, dass man natürlich auch was Besonderes hat. Und das sind bei uns eben zum Beispiel diese Cookies-Sorten mit den selbstgebackenen Sachen oder unser Marzipan mit Kirsche. Ja, also das Sorten, die man auch woanders nicht unbedingt findet. Das ist auch realistisch, das ist ja manchmal so. Ja, ja. Nee, noch nicht, tut mir leid. Das Karamell zu gleich, das ist auch super. Ja, super, da haben wir Glück, die hat alles schön gemacht, der Theo. Ah ja, Theo ist auch Premium. Ja, auch schon mal so von gestern. Oh. Das ist nicht der normalerweise zumacht. Das ist gleich. Ja, kann Kann man sich dran gewöhnen. Ja. Na, die Sachen, was wir haben. Oh ja, die sind. Wir haben noch nicht geöffnet. Was will er jetzt? Gerade nicht.
Um die Eiskristalle wegzumachen, weil die geschmacklich nicht so gut sind und die Konsistenz vom Eis dadurch schlechter ist. Und bist du auch ein Eisfan? Ja, großer Eisfan. Ich esse sehr viel. Derzeit das Marzipaneis super gerne und unser Cheesecake-Eis. So meine Lieblingssorten. So, hallo. Hallo, eine Kugel natürlich blau in der Waffel. Gerne. So, bitteschön. Den noch Noch 2 Cent. Ja, perfekt. Möchten Sie lieber was Fruchtiges oder? Ja, Dann hätten wir Mango oder Himbeere. ja, genau, Mango kann ich auch schon. Ich glaube, ich bin hier. Wollen Sie die Wildblaubeere mal probieren? Ja, Bitteschön. Dankeschön. Ich müsste sowieso von der hier, bitte. Ja, In der Waffel? ja gerne. So, sind 2,60 € bitte. Dankeschön. Dann noch einen schönen Tag. Ebenfalls. Tschüss. Hallo. Hallo. Marille Cheesecake, keine ganze Kugel, aber ich möchte trotzdem so eine halbe Reis. In der Waffel oder im Becher? In der Waffel oder im Becher? Gerne. So, bitteschön. Vielen Dank. So, bitteschön. Dann noch einen schönen Tag. Das Eis ist sehr gut. Und sehr besonders in der Sorte.
Franken. Becher oder Kugel? Becher. Eine Kugel? 2 Kugeln. Welche? Ja. Dann einmal Mango? Ja, einmal Mango Und dazu? und Erdbeer. Kommt da bitte Streusel oben drauf? Ja? Ja. Auch ein kleiner Waffelkeks? Ja. Oh, bitteschön. Und dazu? Ich nehme auch einmal 2 Kugeln. Ja. Dann nehme ich einmal. Ich nehme ja. Einmal Stracciatella, einmal Pistazie. So. Ja. Bei Ihnen ein kleiner Waffelkeks oben drauf? Ja, ja. So, bitteschön. Und einmal mit Blaubeere Gerne. und auch Sahne. Gerne. Möchtest du bunte Streusel oben drauf? Ja. Auch ein Waffelkeks? Ja. 17,60 € bitte. Geht kalt oder mit Gerne. warm? So, bitteschön. Vielen Dank. Dann noch einen schönen Tag. Danke. Danke. Schönen guten Tag, ich hätte gerne 2 Kugeln im Becher mit Sahne. Und zwar einmal Pistazie. Ein kleiner Waffelkeks oben drauf. Ist nicht nötig, danke. Alles klar. Dann sind 6 € bitte. Dankeschön. Haben Sie eine Tüte? Ja, das wäre nett. Dankeschön. Vanille, Pistazie. Die habe ich schon. Und was fehlt noch? Schokolade. 3 Stück? 4 Stück. Belgische. Dann sind es 43,20 €. Also belgische Schokolade ist... Ist das Sorbet? Und die Venezuela-Schokolade wäre die Milchschokolade. Okay, dann. Dann eher die andere. Dankeschön. Die andere eher. Ja, danke. Okay. So, Möchten Sie bar oder mit Karte dann zahlen? die Karte bitte. Gerne. So, bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Perfekt, vielen Dank. Dann noch einen schönen Tag. Gleichfalls, tschüss. Ich würde eine Kugel Spätsommer im Becher nehmen. Gerne. Das sind 2,60 € bitte. Dankeschön. In der Waffel oder im Becher? Bitte. Gerne. So, hier ein kleiner Waffelkeks drauf. Dann sind es 5,20 € bitte. Mit Karte. Gerne. Bitteschön. Vielen Dank. Darf ich Sie Dann noch was einen schönen fragen? Ja, klar. Sind Sie Stammkunde? Ja, kann man so sagen. Ja. Nach dem Mittagessen kommen wir gerne vorbei, Und warum? weil es lecker schmeckt. Ja, weil das Erdbeereis ist mein absoluter Favorite. Aber heute probiere ich mal was Neues. Was gab es heute? Marzipan mit Sauerkraut. Vielen Dank, schönen Tag euch. Tschüss. Darf man denn hier auch zwischendurch mal naschen? Man darf immer probieren. Gibt es immer einen kleinen Löffel und dann kann man sich was aussuchen und probieren. Und es ist auch wichtig, dass gerade auch so neue Sorten, wo wir ein bisschen rumexperimentieren, dann auch gekauft werden. Und wenn das die Leute nicht kennen, das essen sie auch nicht. Deswegen darf man immer probieren. Wird dann jeden Tag mal ein paar Sorten durchprobiert? Ja, also auch wenn man die meisten kennt, man weiß dann ja, was gut ist. Auch eine Kugel? Und ich nehme in der Waffel
Gerne. So, schön. So, danke. 25 mit Karte. Ja. Bitteschön. Vielen Dank. Sind Sie Stammkunden? Ja. Wir gehen praktisch jeden Abend hier hin. Ja. Ja, ja. Nach dem Essen ausnahmsweise mittags. Ganz eindeutig, ja. Und warum immer hier? Die Leute sind... Ecke. Genau. Nein, aber das Eis ist einfach sehr gut. Und die Leute sind auch sehr nett. Und so angenehme Atmosphäre und naja. Super. Genau. Ja, dann. Das sind die Argumente. Erdbeer. Ist da hier ein kleiner Waffelkeks oben drauf? Das ist ja toll. So, 60. Dankeschön. Oder was sind die beliebtesten Sorten, die so gehen? Das Marille Cheesecake geht sehr gut. Und bei den Kindern ist es aber auch so Klassiker mit Mango, Schokolade und auch das blaue Eis. Und in manchen Filialen würde ich sagen, ist Pistazie am meisten verkauft. Was hast du vorher gemacht oder studierst du noch? Nee, ich bin fertig mit dem Studium. Ich habe das aber ursprünglich so während des Studiums gemacht als Minijob und bin jetzt auf Jobsuche, weil ich gerade fertig geworden bin mit dem Studium. Okay. Also in die Eisbranche willst du nicht einsteigen? Ist eigentlich nicht der Plan. Nee, eigentlich möchte ich eher in den Gesundheitsförderungsbereich. Es ist auf jeden Fall eine tolle Branche, aber ist nicht ganz das, was ich studiert habe. Hallo, dürfte ich diese Classic Cheesecake mal kurz kosten? Das Marille Cheesecake habt ihr nicht, oder? Heute nicht. Nee, wir haben immer nur eins der Cheesecakes. So, bitteschön. Das sind aber die gleichen Kekstücke, der gleiche Frischkäse, nur die Frucht ist anders. Und ist es noch? Hier ein kleiner Waffelkeks? Nein. Okay. Das war's? Dankeschön, ja. Das sind 2,60. Nee, ich will. Dann wird es 2,60. Karte bitte. Gerne. So, bitteschön. Perfekt. Danke. Super, danke, tschüss. Hallo. Ich hätte gern 2 Kugeln in der Waffel. Ja. Und zwar Dallas und Erdbeere Mascarpone. So, sind 5,20 € bitte. Danke, es kommt noch was dazu. Alles klar. Und ich hätte gern eine Kugel im... Welcher? Ja, genau. Und zwar wilde Blaubeere. Nee, himmlische Blaubeere. Alles. Hier ein kleiner Waffelkeks. Ja, gerne. So, bitteschön. Und dazu? Ja, das war's jetzt. Achso, dann sind 7,80 € bitte. Ja. Dankeschön. 7,80 €. Dankeschön. Sind 5,20 € bitte. Danke, 20 Cent vielleicht? Okay, alles gut. So, schön. Und bei dir? Ich hätte gerne Frappé und Erdbeere. In der Waffel oder im Becher? Waffel bitte. Sind auch 5,20 € bitte. Super. Hier. Dankeschön.
So, bitteschön. Vielen Dank. Danke. So, und bei dir? Ich nehme einmal in der Waffel. Eine Kugel? 2 bitte. Pistazie und Gerne. So, noch was dazu? ja, und dann würde ich einmal Auch 2 Kugeln? Gerne. Pistazie und Cassis Cheesecake. Gerne. €10,40 bitte. Mit Karte. Gerne. So, bitteschön. Perfekt, vielen Dank. Danke. In der Waffel oder im Becher? Gerne. Hier ein kleiner Waffelkeks oben drauf. Streusel oder ein Waffelkeks? Ja, mit Streusel. So, bitteschön. Und dazu? Mango? Ja. In der Waffel oder im Becher? Becher. Hier ein kleiner Waffelkeks oben drauf. Kleiner Waffelkeks. Bitteschön. Noch etwas? Joghurt. Ja, aber Joghurt hat, ich weiß es, ja. Wollen Sie das mal probieren, das Joghurt-Eis? Also wir hätten Joghurt mit Passionsfrucht oder mit Limette und Zimt und Schokostückchen. Joghurt? Dann das? Ja. Okay, auch im Becher? Ja. Hier ein kleiner Waffelkeks. Das war's? Ja. Das sind €7,80 bitte. Dann noch einen schönen Tag. So, hallo. Sie würde gerne einmal Mango probieren. Ja, das geht. Ist das schön? Nina, du willst eine Kugel Mango auf jeden Fall, ne? Eine Kugel Mango mit Streusel. In der Waffel oder im Becher? Waffel oder Becher? Du auch Becher? So, mit Streuseln drauf? Ja. Auch ein kleiner Waffelkeks? Ja. Einmal das gleiche, aber in der Waffel? Auch mit Streuseln? Ja. So, noch etwas? Und ich nehme eine Kugel Joghurt. Nee, no, sorry. Passionsfrucht? Jopi. In der Waffel oder im Becher? Im Becher bitte, ohne Streusel. Gerne. So, bitteschön. Noch etwas? Nein. Das sind €7,80 bitte. Stimmt. Jetzt hatte ich was zu tun. Den Tiefkühler beobachten. Lecker. Dankeschön. Tschüss. Mango und Joghurt-Passionsfrucht, bitte. Wäre nichts, gell? So weit kann ich nicht gucken von da hinten. Ah, aber ich habe dich gleich erkannt. So, und bei dir? Ich hätte gerne einmal Cassis Cheesecake. Also im Becher. Und dazu? Nein, ich muss das kurz überlegen. Alles klar. Es gab ein Geburtstagsgeschenk von... Du musst es nämlich auch heute sagen. Ja, dann löse ich es jetzt nicht ein. Wir lassen großartig. Gerne. So, hier ein kleiner Waffelkeks oben drauf. So, bitteschön. Und dazu? Also einfach Schokolade, Venezuela und Gerne. Pistazie. So, hier ein kleiner Waffelkeks oben drauf. Den brauche ich nicht, danke. Alles klar.
So, bitteschön. Und dazu? Ich nehme auch einen Becher Frappé und Himbeer. So, hier ein kleiner Waffelcake. Bitteschön. Und dazu? Cassis Cheesecake und natürlich wieder auch. In der Waffel oder im Becher? Becher. Das freut mich. So, hier ein kleiner Waffelkeks drauf. So, das war's. Ja, danke. Das sind 26 €, Ja. bitte. Kubanische Schokolade, ist heute nicht da? Venezuela-Schokolade hätten wir. Ist das mehr so wie So ein bisschen dunkler, aber jetzt nicht ganz zartbitter. nicht so irgendwo dann einmal davon? In der Waffel oder im Becher? Waffel? Nur die eine Kugel? Nee, 2 Kugeln und einmal Münz, natürlich blau. Natürlich blau. Super Vanille. So, sind 5,20 € bitte. Ja, und dann noch einmal, auch 2 Kugeln, Auch in der Waffel? auch in der Waffel. Diese Piemontese. Mhm. Und dazu? Vanille. Kommt ja nicht im Fernsehen. Nee. So, danke schön. Und Sie 40 Cent vielleicht? Nee, mach rund. Darf ich Sie was fragen? Ja. Sind Sie Stammkunde hier? Ja, aber selten. Selten. Ich kann ja nicht parken hier. Das liegt am Parken, sonst würden Sie öfter kommen. Wenn wir vorbeikommen, Zeit haben, halten wir an. Wir gucken, ob der hier rumschleicht, der Blaue. Der Ordnungsantrag. Und warum kommen Sie immer wieder hierher? Er ist somit das beste Eis. Ne? Ist einfach so. Ne? Danke. Dann noch einen schönen Tag. Jo. So, Und für Sie? ich hätte gerne eine Tüte, Eine Kugel? 2 Kugeln, ich darf. Schokolade, dunkle und Pistazien. Ja, ne? Pistazie, ja? Pistazien. Ja, okay. So, dann sind 7,80 € bitte. Dankeschön. Auf 8. So, bitteschön. Dann noch einen schönen Tag. Danke. Hallo. Gute Arbeit. Sind Sie Stammkunde? Ich hätte gerne eine Kugel. Wenn ich hier bin, hole ich was. Kann ich Und nicht so warum? eine große Kugel haben? Ich muss aber den gleichen Preis. Was gut ist. Tschüss. Mit 2 Kugeln genommen, hab mal Alarm bekommen. Das war das schnellste Schlingeneis, was ich jemals. Okay. Also ich hätte gern 2 Kugeln in der Waffel. Einmal Karamell und einmal Cheesecake. Ich teile alles zusammen. So, bitteschön. Und dazu? Ich würde einmal Wildblaubeere nehmen Auch und 2 Kugeln? eine Wildblaubeere und einmal Augusto bitte. In der Waffel oder im Becher? In der Waffel bitte. So, und bei dir?
Ich hätte bitte gern indische Mango und Wildblaubeere auch. Im Becher. Möchtest du einen kleinen Waffelkeks oben drauf? Nee, danke. Das sind 15,60 € bitte. Ja. Dankeschön. Ja, also ich öfter, ich bin jetzt das zweite Mal hier. Beim ersten Mal war es sehr lecker. War leider ein sehr schnelles Eis. Aber deshalb sind wir heute hier nochmal hergefahren. Kann man nicht immer genießen wahrscheinlich. Leider nicht, nein. Aber jetzt haben wir schon so lange gearbeitet, dass wir uns kurz außer Dienst nehmen durften. Und deswegen wollen wir jetzt unser Eis halt immer genießen. Dankeschön. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.